Hallo zusammen, herzlich willkommen zurück. Heute geht es um Initializer Lists. Ja? Schwierig auszusprechen für einen armen deutschen Menschen. Und ja, das ist im Endeffekt ein weiteres bisschen syntaktischer Zucker, wie man so schön sagt, um euch das Leben leichter zu machen. Wir brauchen dazu allerdings vorher mal eine Klasse. Hier ein ganz kurzer Reminder. Wir bauen eine Klasse mit Class Foo. Das habt ihr aber sicher hoffentlich noch im Kopf. Und ja, wir sagen zuerst mal, wir haben hier Public und in unserem Fall bleibt es auch bei Public, mehr brauchen wir hier nicht. Und was wir jetzt hier drin haben wollen, ist im Endeffekt ein Vektor. Das heißt, wir wollen quasi Daten speichern, ja, in einem Vektor. Das heißt, wir sagen hier Vektor und ja, was wollen wir denn für einen Vektor haben? Wir wollen einen Int-Vektor haben, wir sind relativ faul und das Ding nennt sich einfach nur Vec. So, und jetzt haben wir natürlich einen Konstruktor. Jetzt, wie übergeben wir diese Daten an den Konstruktor? Naja, sagen wir einfach mal, wir haben hier einen Foo-Konstruktor. Und jetzt ist es so, wenn wir hier wirklich die ganzen Werte entgegennehmen wollen würden, müssten wir quasi angeben, wie viele Werte wir hier drin haben. Und das ist ein bisschen unangenehm, geht aber auch natürlich. Wir nehmen jetzt einfach mal hier int a und int b entgegen. Und was machen wir denn damit jetzt? Wir speichern die einfach rein, also vec.pushback-a, vec.pushback-b. So, und ja, das ist so die klassische Schreibweise, wie man das machen würde. Wie gesagt, ihr kennt das aus meiner anderen Reihe hoffentlich noch. Wenn wir hier mehrere Werte haben wollen, alles kein Thema. Und selbstverständlich können wir hier auch natürlich hier auch einen Vektor übergeben. Ja, das ist auch kein Problem. Dann sollten wir halt die Vektoren vielleicht deep copyen in den neuen Vektor rein. Alles auch kein Thema, das geht natürlich. So, wenn wir das jetzt allerdings aufrufen wollen, ein neues Foo-Objekt erstellen wollen, dann machen wir das so. Wir sagen hier Foo von 42 und 1337 und Semikolon. So. Und ja, jetzt haben wir quasi ein neues Foo erstellt. Wir können jetzt hier selbstverständlich ausgeben cout, was geben wir denn aus? Foo.weg von 0. Und dann geben wir noch ein sowas rein und dann sagen wir hier Foo.weg von 1. So. Okay, also funktioniert wunderbar, alles kein Thema. Jetzt ist das allerdings ein bisschen unintuitiv. Also in manchen Fällen. In vielen Fällen ist das auch völlig ausreichend, das ist auch kein Problem soweit, aber in manchen Fällen ist es ein bisschen unintuitiv, denn vielleicht wollen wir hier tatsächlich unser Foo sozusagen als Liste verwenden oder als Array verwenden oder als Vektor quasi verwenden, aber mit ein bisschen mehr Zusatzfunktion. Das heißt, wir wollen quasi eine spezielle Vektorklasse haben, die nun ja vielleicht speziell für unseren Vektor hier verschiedene Methoden implementiert. Also zum Beispiel ein Adressbuch, okay, dann wäre es eine Map, aber funktioniert genauso. Und wir haben dann hier die Möglichkeit, zum Beispiel jemanden anzurufen und dann kann man eben hier einfach nur Call und dann eben den Namen von der Person oder sowas eingeben. Solche Sachen sind nicht ganz so intuitiv, wenn man das wirklich so initialisieren muss, weil dann muss man sich zuerst mal einen Vektor bauen und muss den dann übergeben. So, was man stattdessen viel eher machen könnte, wäre hier tatsächlich eine sogenannte Initializer List zu verwenden. Ist auch in std drin, das heißt, ihr solltet hier oben entweder Using Namespace std haben oder halt std Doppelpunkt Initializer List reinpacken. So, in unserem Fall, wie gesagt, brauchen wir das std hier vorne dran nicht. Und ja, unsere Initializer List, die braucht jetzt zunächst mal natürlich hier den Typen, das ist in unserem Fall ein Int und dann müssen wir dem ganzen Ding natürlich auch noch einen Namen geben. Wir nennen das jetzt einfach mal List. So, und was wir jetzt hier haben, ist im Endeffekt eine Liste, die ich ja auch als Parameter verwenden kann. Das heißt, ich kann hier alles genauso machen, wie ich es auch machen würde, mit einer beliebigen Anzahl an Parametern. Also auto.i ist gleich list.begin. Ja, genau, end. Ne? Begin. Wir wollen das Ganze laufen lassen, bis es das Ende erreicht. List.end. Und wir wollen selbstverständlich unseren Iterator um 1 erhöhen. Ups, das war ungünstig. So, da wollte ich hin. Okay, und ja, was wir hier drin jetzt machen, ist Folgendes. Wir pushen einfach nur die ganzen Werte hinten an unsere Liste dran. Das heißt, wir sagen hier weg.pushback
und dann eben hier den Sternchen i, also quasi das, was in unserem Vektor drin steht. Und schon sind wir hier eigentlich durch. So, und ja, hier oben hat sich jetzt nicht wirklich viel verändert. Jetzt, was sich allerdings grundlegend verändert, ist das Ding hier unten. Das wird jetzt nämlich nicht mehr so komisch, also quasi wie eine normale Klasse initialisiert, sondern wie eine Liste wird das Ding initialisiert. Ist aber trotzdem noch eine eigenständige Klasse. Ihr könnt da drin alles machen, was ihr in der Klasse machen würdet. Aber wir haben hier im Endeffekt nur dieses ist gleich und dann geben wir hier eine Liste rein. 1, 2, 3, 42, 1337, so zum Beispiel. Und das ist halt, ja, ist einfach lesbarer und angenehmer einfach für euch auch wirklich das ganze Ding zu verwenden. So, und ja, das sind diese sogenannten Initializer-Lists. Mit denen kann man auch tatsächlich noch mehr machen. Also man kann die tatsächlich auch für normale Funktionen verwenden. Das heißt, ich könnte jetzt hier zum Beispiel eine Public Void, I don't know, foo haben. Jetzt heißt alles foo, okay, macht nichts, funktioniert genauso. Es ist nicht der Konstruktor, es ist klein geschrieben, okay, nennen wir sie bar. Eine Void bar. Und ja, die kann auch eine Initializer-List entgegennehmen. Vom Typ int zum Beispiel, nennen wir auch wieder List. Und jetzt will ich euch direkt noch was Neues zeigen, okay? Und zwar, wir müssen hier, das wird mir hier oben übrigens auch schon direkt angezeigt, wir müssen hier nicht mehr diese langen Fors machen. Ich mache das jetzt hier mal ganz kurz. Ich kopiere mir das hier genauso rein. Außer, dass ich hier eben sage, ich will das Ganze einfach nur couten. Und zwar Sternchen i. Und dann sagen wir hier Endline. So, und jetzt das erste, also natürlich hier, wir haben diese Initializer-List. Dazu kommen wir gleich noch, wie man das verwendet. Aber was uns hier direkt vom Compiler, von CLion vorgeschlagen wird, ist, wir können das hier schreiben. Ja, for int i in Liste. Das ist halt super geil, weil das ist nochmal deutlich kürzer. Und achte auch hierauf, das sind dann keine Pointer mehr, sondern das sind dann wirklich Werte. Das ist im Endeffekt eine For-Each-Loop. Ich weiß nicht, ob ihr die schon kennt, aber eventuell kanntet ihr sie noch nicht. Und ja, so ist es natürlich nochmal ein bisschen angenehmer. Okay, aber funktioniert natürlich nicht immer. Also manchmal braucht man sowas, manchmal braucht man sowas. Was jetzt allerdings natürlich angenehm ist, ich kann hier Folgendes machen. Ich kann einfach auf meinem foo-Objekt kann ich die Funktion bar aufrufen und ja, jetzt kann ich hier rein tatsächlich eine neu gebaute Liste eingeben und zwar sowas wie 1, 2, 42, 1337 und 1337, damit ihr sie von der anderen Liste unterscheiden könnt. Und wenn ich das jetzt hier starte, beziehungsweise erstmal kompiliere und dann starte, dann sehen wir hier, wir kriegen hier natürlich die komplette Liste ausgegeben, wie wir es hier oben bei dem cout auch wollten. Und ja, wie gesagt, das Neue ist im Endeffekt, wir konnten jetzt direkt so eine Liste angeben in unsere Funktion, in unseren Konstruktor, alles kein Problem. Und ja, es sieht ein bisschen anders aus, es ist angenehmer zu nutzen, vor allem das hier ist jetzt neu. Und ja, das war eigentlich das, was ich euch zeigen wollte. Beachtet auch hier diese For-Each-Loop, die ist auch ziemlich praktisch, kann man auch in der Zukunft mal ganz gerne brauchen. Okay, das war's von meiner Seite wieder mal. Wir hören uns wieder beim nächsten Mal. Bis dann. Ciao.